Hier, kam gerade direkt aus Japan. Koji-Sporen. Also Koji-Starter, um Koji-Reis zu machen. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Ja, ich wollte mich heute mal besonders kurz fassen, aber das war vielleicht doch ein bisschen zu kurz. In der Box, da waren diese grünen Sporen des Schimmelpilz mit dem lateinischen Namen Aspergillus oryzae. Den werden wir gleich auf gedämpftem Reis wachsen lassen und dann bildet der so eine weiße, flaumige Schicht auf dem Reis. Das sieht aus so ähnlich wie bei so einem Camembert. Und das fühlt sich auch genauso an, wenn man da drauf rumrubbelt. Ja, also in jedem Fall, dieser Reis, den nennt man dann Reis-Koji. Also daher der Begriff Koji. Eben, und dieser Schimmelpilz verwandelt komplexe Kohlenhydrate im Reis in super enzymaktive Reiskörner, die man unter anderem zum Fermentieren von Sake, also diesem Reiswein, benötigt, oder um Reisessig, Sojasauce, Miso, Mirin, Shio-Koji und Amazake zu fermentieren. Also das sind schon ganz schön viele Sachen, die man damit machen kann. Ja? So, das gesagt, halte ich jetzt aber erstmal meinen Mund und du schaust dir einfach mal an, wie man Reis-Koji selber machen kann. Und dann sehen wir uns hinterher wieder und dann schauen wir mal, was man damit Schönes machen kann.
So, die Basis ist gelegt, würde ich sagen. Ne? Ich habe mich hier ein bisschen eingebaut mit ein paar tollen Sachen, die man eben hier mit dem Reiskochi machen kann, beziehungsweise hier mit den Aspergillus oryzae Sporen. Die habe ich mir übrigens hier eingeschweißt und also einvakuumiert und die lagere ich im Kühlschrank. Und da lagern die jetzt schon seit 3 Monaten, also kann man wunderbar aufheben. Und wenn die sich irgendwann mal dem Ende neigen, dann kann man die auch selber vermehren. Und wie das geht, das zeige ich dann irgendwann mal in einem anderen Video. Und hier habe ich selber gemacht Reisessig und der duftet schon ganz herrlich. Und der ist jetzt ungefähr einen Monat am Fermentieren und braucht noch so 2 Monate, bis er fertig ist. Und hier mein Großprojekt, da freue ich mich besonders drauf. Ich denke, man kann das sehen, das sind Sojabohnen. Und zwar wird das, wenn es fertig ist, meine eigene Sojasauce. Das Ganze dauert ungefähr 1,5 Jahre und die ist jetzt schon 3 Monate alt und ja, auf einem guten Weg, würde ich sagen. Also wenn dich das interessiert, wie ich das alles hier mache und noch viele andere Dinge, die man eben mit dem Reiskochi machen kann, beziehungsweise mit den Aspergillus oryzae Sporen, dann würde ich vorschlagen, abonniere doch den Kanal Nico Staniszok. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und ja, das gesagt, verabschiede ich mich für heute, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Reiskochi machen gehen.